Wir haben hier keine Ahnung. Das gilt wahrscheinlich besonders fürs Gehirn, obwohl, wenn man aufs ganz Kleine guckt, auf die synaptischen Prozesse, wissen wir einiges. Wir wissen auch viel über die großen Strukturen, aber dazwischen die Netzwerke, wie sie organisiert sind, wie aus sensorischen Signalen Information wird, da gibt es noch riesige weiße Flecken auf der Karte. Zunehmend interessanter wird hier das Konzept von Predictive Coding und es wird inzwischen sogar klinisch relevant. Wir haben bereits vor 12 Jahren mit Georg Keller gesprochen, der inzwischen am Friedrich-Miescher-Institut in Basel ist. Und wir tun das heute wieder. Okay, lass uns anfangen, wo wir aufgehört haben. Bei unserem letzten Gespräch ging es um Hören und Singvögel. Kannst du die damalige Arbeit vielleicht kurz zusammenfassen? Damals ging es um motorisches Lernen, also wie ein Tier oder wie wir etwas imitieren können. Also wie können wir ähm, lernen zu sprechen oder im Falle des Singvogels, wie lernt der Vogel zu singen? Und wir wussten damals, dass es einen Mechanismus geben muss, der es dem Vogel erlaubt, festzustellen, wenn er einen Fehler macht. Man stellt sich das so vor, da hat sich das so vorgestellt, dass der Vogel singt und gleichzeitig während des Singens diesen akustischen Feedback vergleicht mit dem, was eigentlich das Gesangsziel ist. Also bei uns ist ein bisschen einfacher darüber zu reden, wenn wir lernen zu sprechen, hören wir unsere Eltern Hallo sagen oder irgendein Wort und während wir dann sprechen, müssen wir das, was wir uns selber sprechen hören, vergleichen mit dem, was wir tatsächlich sagen. Und dieser Vergleich muss irgendwo stattfinden, um das motorische Programm korrigieren zu können, das dann zur Imitation führen soll. Also schlussendlich wollen wir halt Hallo sagen können und deshalb muss es diesen Lernprozess geben. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, wissen wir in Menschen zumindest, dass wir das ohne weiteres Lernen für ein zufälliges Wort wiederholen können. Also wenn ich dir jetzt ein zufälliges schweizerdeutsches Wort vorsagen würde, das du noch nie weder gehört noch gesprochen hast, könntest du das ohne Üben imitieren. Also auf Anhieb könntest du das ziemlich Prinzip. gut. Ja. Ja, genau. Also das kanntest du wahrscheinlich vorher schon. Genau. Aber auch eins, das du noch nie gehört hast. Und das heißt, du hast man nennt es ein internes Modell, also eine Abbildung ähm, von sensorischem Code auf motorischen Code. Also du weißt, wenn du etwas hörst, wie die Muskelbewegung sein muss, um dieses Ziel zu imitieren. Also das ist weniger eindrücklich, wenn ich sage, ja, du mach eine gewisse Handbewegung, mach mir die nach. Oder du siehst das visuell und du weißt, wie du deine Muskeln aktivieren musst, um die Handbewegung zu imitieren. Also das ist aber nicht so ursprünglich. Also wenn wir zu sprechen lernen, haben wir dieses interne Modell noch nicht. Das ist genau dieses interne Modell, das die Erfahrung mit der Welt uns beibringt. Und das ist nicht nur so bei Sprachlernen, das ist generell bei allen sensomotorischen Interaktionen ist das der Fall, also das ist die Spekulation, die Theorie, dass wir so ein internes Modell haben, das uns erlaubt, die ein sensorisches Ziel abzubilden auf die Bewegungen, die notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Dieses Konzept haben wir seither weiter verfolgt, also diese Idee dieser internen Modelle, ähm, die halt diese Abbildung machen von sensorischem Raum auf den motorischen Raum. Das geht in beide Richtungen. Also es gibt ein internes Modell, das ein sensorisches Target abbildet auf ein motorischen Plan. Das nennt man ein inverses Modell, Inverse Model. Die Terminologie kommt aus der Robotik. Also man stellt sich vor, man hat ein simples Gehirn, das nur zwei Areale hat, ein sensorisches Areal und ein motorisches Areal. Und im Prinzip, wenn man dieses inverse Modell hat, also für jedes sensorische Ziel, das man hat, weiß, wie man da hinkommt, also welche Bewegung man ausführen muss, dann hat man im Prinzip die Welt
simuliert, wenn man so will. Und wir, für gewisse Dinge haben wir dieses Mapping, also ganz banale Dinge wie Imitieren von Sprache oder gehörter Sprache, Imitieren von Bewegungen. Für andere Dinge ist es komplizierter, also wenn der sensorische Status oder das sensorische Ziel, ich habe keinen Hunger ist, dann ist das motorische, also was man tun muss, um da hinzukommen, ist dann nicht immer ganz eindeutig erstens und kann auch komplizierter und länger dauern. Und wenn das sensorische Ziel sowas ist wie Millionär sein, dann wissen wir gar nicht, wie wir da hinkommen. Oft, also je nachdem, wo man gerade ist. Aber ganz prinzipiell oder fundamental, wenn man das hätte für jedes sensorische Ziel, dieses Modell, dann hätte man die Welt komplett simuliert. Genau, und die umgekehrte Richtung, das nennt man in der Robotik ein Forward Model, die sensorischen Konsequenzen der eigenen Bewegung. Also was passiert, wenn ich eine bestimmte Bewegung ausführe. Genau, das Problem jetzt, wieso ist das relevant? Dieses inverse Modell ist wahnsinnig schwierig zu lernen. Also dieses Modell von sensorischen Zielen auf die Motorbewegungen, die nötig sind, um dahin zu kommen. Weil oft gibt es ganz, ganz viele Lösungen. Also sobald das sensorische Ziel komplizierter wird, wie ich bin nicht mehr hungrig oder so, dann ist es ziemlich klar, dass es nicht nur eine Lösung gibt, sondern ganz, ganz viele. Und das macht das Problem auch ziemlich schwierig zu lösen. Und was man in der Robotik entdeckt hat, ist, wenn man zuerst das andere Problem löst, also dass ein Modell hat, das einem alle Konsequenzen abbildet, dass ein Modell eine Abbildung hat sozusagen von allen möglichen Bewegungen auf alle sensorischen Konsequenzen, dann kann man das inverse Modell viel einfacher lernen. Und dieses Forward oder vorwärts gerichtete Modell, das ist einfacher zu lernen, weil man gleichzeitig, jedes Mal, wenn man etwas tut, eine gewisse Bewegung macht, dann ist die Idee, dass man intern hat, diese Kommunikation hat im Gehirn zwischen motorischen Arealen und sensorischen Arealen, aber da gleichzeitig, was halt passiert, man hat die Welt als Lehrer. Oder wenn du ein motorisches Signal generierst im Gehirn, passiert tatsächlich was in der Welt. Und das, was passiert, das nennen wir sensorischen Input im Gehirn. Und diesen sensorischen Input kann man brauchen, um dieses Modell zu lernen. Also man macht intern, anfänglich, wenn man zur Welt kommt, macht man zufällige Vorhersagen, wo was passieren kann. Und jedes Mal, wenn man sich halt bewegt, generiert die Welt für einen ein Teaching-Signal, wenn man so will. Also die Welt zeigt einem auf, was tatsächlich passiert. Und so kann man dieses Modell intern lernen. Also das ist eine Herangehensweise an dieses sensormotorische Problem, das dann auch schön direkt überführt zu dieser Idee von Predictive Processing. Also weil halt genau da die Idee ist, dass sensorische Verarbeitung oder generell das Gehirn arbeitet mit diesen internen Modellen und zu jeder Bewegung gleichzeitig eine Vorhersage macht, für was die Konsequenzen dieser Bewegung sind. Entschuldigung, Ja, du machen wir das doch mal unterbrichst. konkret. Ja, Denn du hast ja jetzt auch den Kanal gewechselt. Also du bist vom Hören weg zum Sehen, genau. bist aber immer noch bei der Bewegung. Und der Grundgedanke ist ja der des optischen Flusses. Jetzt, also die Verarbeitung visueller Signale, während ich mich selber bewege. Jetzt nageln wir doch da mal die Grundsituation fest. Wunderbar. Ich gehe Schritt für Schritt nach vorn. Was passiert? Es gibt diese Kopplung zwischen Bewegung und sensorischem Feedback für alle Sinne. Wir arbeiten experimentell hauptsächlich im visuellen System, aber das hat nur einen experimentell praktischen Grund. Um die Experimente zu machen, an denen wir arbeiten, sind wir meistens daran interessiert, diese Kopplung experimentell zu brechen. Also zwischen dem, was man tut und dem, was man hört, sieht oder fühlt. Im visuellen System koppeln wir das, oder koppelt die Welt das für uns, genau wie du gerade gesagt hast. Wenn du dich vorwärts bewegst, kriegst du visuellen Fluss nach hinten. Oder wenn ich mich nach links drehe, dann bewegt sich die Welt nach rechts, etc. Diese Kopplung für jede Bewegung, das ist nicht nur für Kopf- und Augenbewegungen, ist aber auch, wenn ich meine Hand vor meinen Augen bewege, dann hat das eine ganz bestimmte visuelle Konsequenz, an die ich mich gewohnt bin, durch dass ich das schon mal gemacht habe, oder diese Erfahrung schon mal gemacht habe. Jetzt gibt es halt diese Kopplung zwischen der Bewegung und dem visuellen Fluss. Wir brauchen das visuelle System aus einem ganz einfachen experimentellen Grund, weil wir daran experimentell interessiert sind,
die Kopplung temporär kurz zu brechen. Also wir wollen schauen, also das Experiment, das wir oft tun, ist, was passiert im Gehirn, wenn wir diese Kopplung kurz brechen. Und das können wir fast nur im visuellen System machen und da ist es absolut trivial. Alles, was man braucht, um die Kopplung zu brechen im visuellen System, ist ein Videospiel. Also man lässt eine Maus auf einem Laufband gehen und projiziert die visuellen Konsequenzen über einen Monitor. Also die Maus spielt effektiv ein Videospiel, rennt in einer virtuellen Welt rum und dann kann man natürlich ganz einfach die Kopplung brechen, indem man jetzt plötzlich die Welt anhält, also die Grafikkarte oder den Grafikprozess kurz unterbricht. Also die Maus bewegt sich, aber die Welt, die simulierte Welt bleibt stehen. Das ist genau dieser Effekt. Also man macht irgendwas im Videospiel und dann hält das kurz an. Und so können wir das brechen. Und das ist im Prinzip visuell ganz, ganz einfach zu tun, eben über diese Videospiele. Es ist nicht so, dass ich denke, dass die Resultate nur ausschließlich im visuellen System so sind, wie wir das finden, sondern es ist einfach experimentell viel, viel einfacher, das zu tun im visuellen System. Aber genau, da brauchen wir halt diese Kopplung zwischen Bewegung und visuellem Feedback, der resultiert aus dieser Bewegung. Also meistens machen wir so ein Videospiel, wo die Maus entlang eines Korridors läuft, einfach ganz banal, die Mäuse tun das ganz gern. Und so haben wir diese Prediction Error Neuronen entdeckt im Cortex, im visuellen Cortex, die wir zuvor schon im auditorischen Cortex gesehen haben, des Vogels. Also man muss da noch hinzufügen, Vögel haben kein Cortex, ein Pallium, aber man denkt, das ist äquivalent zum Cortex. Also wir haben das im primären auditorischen Pallium, haben wir diese Fehlerneuronen oder diese Prediction Error Neurons gefunden, damals im Singvogel und dann im visuellen System in unserer weiterführenden Arbeit im visuellen Kortex, im primären visuellen Kortex der Maus. Die wurden vorher schon im Menschen entdeckt, auch im primärvisuellen Kortex mit fMRI. Okay, wir sind jetzt schon bei den Fehlern. Lass mich noch einen Schritt zurückgehen. Woher weiß das visuelle System, dass die Beine sich gerade bewegen? Genau, also da kommen wir jetzt auf diese internen Modelle. Da ist die Idee, wenn man zurückgeht zu unserem Beispiel von dem Gehirn mit zwei Arealen, mit dem motorischen Areal und dem sensorischen Areal, dass es eine Verbindung gibt, eine direkte. Also das motorische System schickt die Information direkt an das visuelle System. Also man kann sich diese Idee hat viele verschiedene Namen in der Geschichte der Neurowissenschaft. Das wird immer wieder mal als Efferenzkopie oder Corollary Discharge beschrieben. Oder der Helmholtz in den 1850 hat das eine Sense of Innervation genannt, damals noch. Oder ein Sinn der Innovation, das war sogar auf Deutsch ursprünglich. Und die Idee ist, dass du eine interne Kopie, also das motorische Areal steuert die Muskeln direkt an, aber schickt gleichzeitig intern, also im Gehirn selber, eine Kopie, eine Referenzkopie dieses Signals an visuelle Areale. Und das Modell transformiert im Prinzip dieses motorische Signal, also das Signal ist, ich gehe vorwärts. Und intern wird das verarbeitet zu einer Vorhersage, einer sogenannten Prediction der visuellen Konsequenzen der Bewegung. Also das Signal, das ankommt im visuellen Kortex, ist eine Vorhersage der visuellen Konsequenz der Bewegung. Also das motorische Areal schickt ein Kommando zum Vorwärtsgehen und gleichzeitig diese Kopie intern, also mit einer direkten Verbindung oder indirekt, vom motorischen Areal ans visuelle Areal, aber im visuellen Areal kommt es an als Vorhersage der visuellen Konsequenz. Also die Vorhersage ist quasi ein visueller Stimulus, der sich nach hinten bewegt. Also the Prediction of Backward Visual Flow sozusagen, die ankommt. Und diese Transformation zwischen dem motorischen Koordinatensystem, das motorisch heißt das Kommando vorwärts gehen, visuell ist das Signal visueller Fluss nach hinten. Wir haben jetzt Efferenzkopie und wir haben Predictive Coding. Ist Predictive Coding die Folge von Efferenzkopien? Ist das
ein System oder sind die zwei Konzepte voneinander abzugrenzen? Im Prinzip ist es eine ganz ähnliche, also es ist nur die Terminologie unterschiedlich. Predictive Coding oder Predictive Processing, wie wir es oft nennen, die sind relativ synonym, die Terme, ist im Prinzip ein mathematisches Modell für die Implementierung von verschiedenen Ideen, unter anderem Referenzkopie. Also die Idee der Referenzkopie ist ein ganz zentraler Aspekt von Predictive Processing. Aber Predictive Processing ist im Prinzip eine mathematische Theorie oder ein Vorschlag für wie die mathematische Theorie implementiert werden könnte in neuronalen Schaltkreisen. Referenzkopie ist etwas, was schon lange klar ist, dass es geben muss auf eine Art und Weise. Diese interne Kopie, das System, also das kam ursprünglich aus der Frage, wie unterscheiden wir zwischen selbst generierten sensorischen Inputs und extern generierten, also Reafferenz versus Exafferenz. Und das Beispiel, das Helmholtz in 1850 schon gemacht hat, ist, wenn man das Auge bewegt oder extern bewegt wird, indem man darauf drückt, dann springt die Welt umher. Das kann man selber mal probieren. Und wenn man das Auge halt natürlich bewegt, dann es fühlt sich die Welt stabil an. Also man kann sehr gut unterscheiden für Bewegungen, die initiiert werden, so wie man das normalerweise tut, also ein ganzes Leben lang getan hat, nämlich durch die Augenmuskeln die Augen bewegen, fühlt sich die Welt stabil an. Dieser Unterschied, wenn man es dann mal plötzlich anders macht oder wenn jemand extern einem das Auge bewegt, ähm, da funktioniert diese Stabilisierung nicht. Deshalb die Wahrnehmung, dass die Welt sich plötzlich bewegt. Und basierend auf solchen Phänomenen wurde schon lange argumentiert, eben seit 1850 schon, dass, äh, dass es sowas wie eine Referenzkopie geben muss oder dieser Sinn der Innovation, also dass das System wissen muss, welche sensorischen Konsequenzen es selbst generiert. Also der Ursprung der beiden Ideen ist ein bisschen anders, also Referenzkopie und Predictive Processing, aber das sind im Prinzip, beschreiben im Prinzip die gleiche Idee. Okay. Ähm, gut. Wir haben jetzt also Referenzkopie, Predictive Processing. Ich finde deinen Processing-Begriff ein bisschen stärker, weil er bedeutet, dass da gleich was mit gemacht wird. Und wir waren jetzt schon beim Error Signal. Also ab und zu massierst du hier so deinen Nacken. Es ist immer gut zu wissen, ob man das selber macht oder ob das irgendwie ein Säbelzahntiger ist, der einen von hinten anfällt. Das ist ja ungefähr das Ding. Jetzt, wenn mich hinten was berührt und meine Hand ist hier, das wäre dann schon ein Error-Signal. Genau, also dein Beispiel wäre so auch ein Error-Signal. Also Hm. alles, was nicht äh, die Konsequenz der Bewegung ist, also der eigenen Bewegung ist somit ein Error-Signal. Und auch nur im Idealzustand. Also unsere Modelle sind nicht perfekt, die machen auch Fehler. Und deshalb gibt es auch Error-Signale, obwohl das alles, also im selbst generierten Zustand, weil wir halt nicht alles perfekt vorhersagen, weil die Modelle nicht abschließend gelernt sind, auch im Erwachsenenzustand. Ähm, genau, also somit ist jeder externe Stimulus im Prinzip ein Fehler in dieser Denkart. Also somit wird jeder sensorische Stimulus, macht auch die Terminologie jetzt für die Forschung schwierig, weil natürlich gibt es hunderte Jahre Tradition, dass man sensorische Stimuli als Sensory Stimuli beschreibt in der Neurowissenschaft, aber im Prinzip ist das in Predictive Processing wird das einfach zum positiven Prediction Error. Also Positive Hm. Prediction Error ist ein Fehler, bei dem mehr Input generiert wird als erwartet. Diese Erwartung kann motorischer Natur sein, die Erwartung kann auf ganz vielen verschiedenen Dingen basieren. Also es kann darauf basieren, dass man weiß, jeden Tag um 5 schlägt die Uhr. Ähm, Das muss nicht nur motorisch sein. Also Erwartungen können generiert werden aus statistischen Regularitäten. Das muss nicht nur
eigene Bewegung sein. Es ist nur so, dass die Bewegung wahrscheinlich die absolut dominanten Einfluss hat, weil fast aller visuellen Input zum Beispiel ist die Konsequenz der eigenen Bewegung. Das ist nur ein ganz, ganz Mhm. kleiner Teil, sogenannte Exafferenz oder Konsequenz von externen Bewegungen. Das liegt daran, dass wir unsere Augen alle 100 Millisekunden bewegen, ständig den Kopf hin und her bewegen und auch viel unsere eigenen Körperbewegungen visuell wahrnehmen. Das ist nur ein kleiner Teil. Die Bewegung anderer Objekte oder Agenten in der Welt. Das heißt, die Prediction Errors haben eine Richtung, wenn man so will. Also die sind entweder mehr sensorischer Input als erwartet. Also wenn plötzlich etwas auftaucht, das man nicht erwartet zu spüren oder zu sehen, also wie die Hand auf dem Rücken. Also das würde man als Positive Prediction Error bezeichnen. Und dann gibt es die Negative Prediction Errors, wo etwas, Entschuldigung, wo etwas wegfällt, das man erwartet zu sehen. Und experimentell haben wir uns hauptsächlich auf diese negativen Prediction Errors fokussiert, weil die halt ganz einfach zu unterscheiden sind von diesen also von der Idee der sensorischen Signale. Also natürlich, bei die Unterscheidung zwischen Positive Prediction Error und sensorischem Signal ist ein bisschen semantisch. Also beide Modelle würden das gleiche Resultat beschreiben. Das ist nur eine Uminterpretation von der Aktivität, die man sieht in Neuronen. Beim Negative Prediction Error ist es aber so, dass man ganz klar keine einfache alternative Erklärung findet. Also wenn Entschuldigung, wenn Zellen in sensorischen Teilen des Gehirns plötzlich antworten, wenn etwas nicht da ist, was da sein sollte, oder dann ist es ganz schwierig zu erklären mit einem sensorischen Stimulus in der klassischen Variante, um Cortex zu beschreiben zum Beispiel. Deshalb haben wir uns experimentell hauptsächlich auf diese negativen Prediction Errors fokussiert. Aber die Nomenklatur ist uralt, die kommt natürlich nicht von uns, das kommt schon aus Reward Prediction Errors, also wo ähm, Signale, die mehr Dopamin ausschütten, wenn ein Tier eine Belohnung kriegt, also diese Reward Prediction Error. Wenn aber die Belohnung ausbleibt, dann werden diese Signale kleiner als normal, also die gehen in die andere Richtung. Das heißt, die Idee, dass diese Reward Prediction Error natürlich man sagt dem ein Signed, also positive oder negative, positiv oder negativ, ein Sign-Signal ist, die ist schon uralt. Und das ist nur experimentell einfacher für uns, das abzugrenzen von Alternativinterpretation. Natürlich machen die beiden Modelle komplett verschiedene Vorhersagen für die zugrunde liegenden Schaltkreise. Und da sind wir und viele andere gerade dabei, herauszukriegen, ob es denn überhaupt Evidenz gibt im Schaltkreis. Und dafür gibt es leider die Methoden noch gerade nicht. Die sind wir und viele andere gerade am entwickeln, um dann diese Experimente zu machen, um nach dem Schaltkreis zu fragen, um diese Ideen dann schlussendlich auseinanderhalten zu können oder zu testen können, wenn man so will. Jetzt sind wir quasi schon fast in deiner aktuellen Studie oder in der, um der es hier jetzt geht. Ähm, Ihr habt untersucht, was im Hirn passiert, wenn es schief läuft. Genau. Und ihr seid gestolpert über mDNA-Kanäle, also ganz spezielle Kanäle. Genau, also das sind also der Hintergrund, der Hintergedanke der Forschung, die wir dann angefangen haben, ist, im Prinzip geht es um die Unterscheidung, also wie bei Hammerschutz, zwischen der Unterscheidung von Dingen, die extern generiert werden und Dingen, die intern generiert werden. In Theorie ist, wenn diese Unterscheidung schief geht, dann kann man sich erklären, wie es zu Dingen wie Halluzinationen kommen könnte. Also wenn ich plötzlich nicht mehr unterscheiden, also wenn die Aktivität im Gehirn mir plötzlich suggeriert, dass es eine externe Stimme ist, die zu mir spricht und ich nicht mehr richtig unterscheiden kann zwischen etwas, was extern tatsächlich eine Quelle hat und dem das nicht, und diesen Aktivitätsmustern, die das nicht haben, dann kann man sich vorstellen, wie gesagt, das ist Theorie, kann man sich vorstellen, dass das zu Halluzinationen führen könnte. Also wenn oder Delusionen. Basierend auf der Überlegung war unsere Idee dann, wir kennen eine Klasse von Molekülen, Antipsychotika, die
Patienten, die zum Beispiel an psychotischen Erkrankungen wie Schizophrenie leiden, helfen. Also die reduzieren Halluzinationen. Also die positiven Symptome, man spricht von positiven Symptomen in Schizophrenie, positiven nicht im Sinne von gut, sondern zusätzlich, wie Halluzinationen und Delusionen, werden reduziert durch diese antipsychotischen Medikamente. Und unsere Überlegung war, dann diese Medikamente zu brauchen und zu schauen, wie beeinflussen sind denn diese Medikamente, diese Verarbeitung im Gehirn von Prediction Errors. Also finden wir einen Phänotyp, einen spezifischen Phänotyp dieser antipsychotischen Drogen. Und die kurze Antwort ist ja, die haben einen ganz spezifischen Effekt auf Schicht 5 Zellen im Cortex. Cortex hat 6 Schichten und eine davon scheint speziell beeinflusst zu sein von diesen Medikamenten. Wieso das so ist, verstehen wir nicht. Aber und das sind Mäusen, die kein Krankheitsmodell sind. Das sind ganz normale Mäuse. Wir nehmen Mäuse, geben denen diese antipsychotischen Medikamente in gleichen Dosen, wie wir das bei Patienten machen würden. Und schauen uns was passiert im Gehirn. Und finden halt da dann diese Effekte spezifisch auf diesen Schicht 5 Zellen. Und die Idee, die wir jetzt langsam am Entwickeln sind, basierend auf diesen Daten, ist, dass die Schichten hauptsächlich lateral interagieren. Also dass diese vertikale Kommunikation ganz sicher wichtig ist, aber wir verstehen sie nicht. Und das Predictive Processing im Cortex, also die klassische Interpretation ist, dass basiert auch auf dieser Idee von der kortikalen Kolumne, dass die Fehlerneuronen, also die Prediction Error Neurons, die sitzen in Schicht 2, 3. Und das ist auch unbestritten. Ich glaube, das stimmt auch. Das ist auch das, was wir finden. Und die Annahme war immer, dass Schicht 5 als interne Repräsentation fungiert. Eine interne Repräsentation ist eine Zelle, die integriert über Prediction Errors. Also die wird aktiviert, wenn ein Positive Prediction Error da ist, die wird inhibiert, wenn man Negative Prediction Error, also inhibiert vom Negative Prediction Error Neuron. Und die muss im Prinzip integrieren über diese Positive und Negative Prediction Errors. Und ist Quelle der Predictions, also die Kommunikation, also der Motocortex. In Motocortex sind die Internal Representation Neurons die Zellen, die Predictions machen und zurückschicken Richtung visuellen Cortex. Die müssen nicht direkt nach dem visuellen Cortex gehen, aber können direkt in den visuellen Cortex gehen. Also die Zellen, die Predictions verschicken im Cortex sozusagen, das sind die Internal Representation Neurons im Modell. Und da war halt immer die Annahme, dass die in Schicht 5 sitzen, weil Schicht 5 hat klassisch die Anatomie dazu. Also die Projektionen von Schicht 15 gehen relativ weit im Cortex lateral. Und da war halt die Annahme, dass die in Schicht 5 sitzen. Und das ist auch ganz schwer zu vereinen mit den Daten, die wir jetzt haben. Ich muss unbedingt noch erwähnen, also bevor wir das mit den Antipsychotika gesehen haben, hat die Gruppe von Bott und Roschka auch hier in Basel schon gesehen, dass genau die gleichen Zellen spezifisch selektiv verändert werden durch Anästhetika. Also unter Anästhesie ist es auch so, dass man hauptsächlich Effekte sieht in Schicht 5 und Schicht 2, 3 ist ziemlich oder in gewissen Dimensionen viel schwächer beeinflusst als Schicht 5. Also Anästhetika beeinflussen hauptsächlich die Schicht 15 unsere Antipsychotika, also Experimente zeigen, dass hauptsächlich diese Schicht 15 beeinflusst werden von Antipsychotika. Und so scheint es wirklich, als wäre könnte man medikamentös, entweder mit Anästhetika oder Antipsychotika, selektiv diese Schicht 5 Zellen beeinflussen. Und jedes Modell von Cortex, das auf einer ganz strikten oder starken vertikalen Kommunikation basiert, ist somit quasi hinfällig. Also wenn die dominante Kommunikationsachse im Cortex vertikal ist, wie man das oft annimmt, also das ist eine Annahme. Wir können jetzt ewig weitermachen über den Schaltplan, der ist ja irre faszinierend, aber du erwähnst da so, rührst es zwischen rein, die psychiatrischen Effekte, und da fällt auch mal der Begriff Schizophrenie. Das ist ja das eigentlich große Ding, ne? Also für uns, die wir nicht im Labor stehen, das ist ja richtig relevant.
Also nicht, dass das Wir andere nicht hoffen relevant das wäre, auch. aber, Nee, aber nee, klar. also Nee, nee, Moment, ich springe noch mal einen Schritt zurück. Das ist ja mittendrin so das Prinzip das ist ein philosophisches Prinzip. Meinigkeit. Das hier ist meine Hand. Ich weiß, dass ich sie bewege. Wenn jetzt plötzlich anfängt, mich zu würgen, dann sind wir bei Alien Hand. Das wäre wahrscheinlich auch ein ziemlich radikaler Mismatch. Aber Schizophrenie ist ja tatsächlich eine Krankheit, von der sehr viele Menschen betroffen sind. Das heißt, gibt es aus den Erfahrungen, die ihr jetzt gesammelt habt, gibt es einen therapeutischen Ansatz? Könnte man ein Medikament entwickeln, das speziell die Schicht 5 Neurone streichelt und sagt, ist alles in Ordnung? genau, also ja, sehr wichtig, muss ich auch noch hervorheben, wir arbeiten, also es gibt keine Mausmodelle für Schizophrenie, leider. Also es gibt genetische Modelle, die entworfen sind, basierend auf Mutationen, von denen man weiß, die sind prävalent in Schizophrenie. Aber das Problem ist, die Krankheit ist nicht definiert. Anders als bei Krebs, wo man sagen kann, das ist eine Krebszelle in der Maus, kann man nicht sagen, die Maus ist schizophren, weil die Definition beinhaltet Stimmen hören und die Maus kann halt nicht sprechen. Also die ganze Definition der Krankheit ist gar nicht applikabel auf Mäuse. Das heißt, sozusagen gibt es keine Mausmodelle der Schizophrenie. Auch das, was wir herausgefunden haben, handelt sich hauptsächlich um die Medikamente, die man braucht, um Psychose oder Schizophrenie zu behandeln. Also wir wissen nicht, ob das kann natürlich verwandt sein. Also das Beispiel, das ich oft gebrauche, um das zu erklären, Cortisolcreme hilft bei Juckreiz. Der Juckreiz wird natürlich nicht durch einen Cortisolmangel verursacht. Ähm, oder das hilft gegen die Symptome. Also wir wissen, dass diese antipsychotischen Medikamente helfen gegen die Symptome der Psychose. Wir wissen nicht, ob die Krankheit den gleichen Mechanismus oder ob die Mechanismen der Krankheit und des Medikaments ob die ähnlich sind. Also das versuchen wir natürlich herauszukriegen, aber momentan ist der therapeutische Effekt sozusagen oder das Hilfreiche oder wo ich denke, dass am nächsten dran sind, um tatsächlich einen Fortschritt zu machen, ist erstens zur Entwicklung von neuen Medikamenten brauchen wir eine Möglichkeit, die Medikamente zu charakterisieren in der Forschung, bevor wir, also zu testen. Also ein Screen, also auf Englisch sagt man muss die Fähigkeit haben, zu screenen. Also irgend in einem Modellsystem zu schauen, ob gewisse Medikamente das Potenzial haben, antipsychotisch zu sein. Und da gibt es für die meisten Psychopharmaka gibt es praktisch keine Modelle. Also man kann nicht eine Zellkultur nehmen und da eine Drug drauf tun, ein Medikament, ein Kandidat und sagen, wenn die Zelle grün wird, dann ist es ein Antipsychotika. Also man weiß halt nicht genau, wie diese Drugs entwickeln. Also es gibt gewisse Hypothesen über die Rezeptoren, die gebunden werden von diesen Antipsychotic Compounds. Man ist lange davon ausgegangen, dass ein Antipsychotika ein Dopamin-2-Rezeptor-Antagonist sein muss, weil das erste Antipsychotika, das entdeckt wurde durch Zufall, Chlorpromazine, war ein D2-Antagonist und die meisten Medikamente, die heute auf dem Markt sind, sind nach diesem Prinzip entworfen worden. Also sind entweder ganz ähnlich wie Chlorpromazine oder sind entworfen worden, basierend auf der Idee, D2-Antagonisten zu sein. Und so ist das Ganze ein bisschen eine self-fulfilling promise, weil die einzige Designstrategie, die wir hatten bisher, diese D2-Rezeptoren sind. Und darauf ist die ganze D2-Hypothesis oder Hypothese von Schizophrenie entstanden, dass das irgendwas mit dem D2-Rezeptor zu tun hat. Und das ist sicher so, also unbestritten. Nur ist, was wir jetzt denken, und das auch konsistent mit gewissen Experimenten, die wir kürzlich gemacht haben, dass es wahrscheinlich nur eine Möglichkeit ist von verschiedenen, die den gleichen Effekt zu erzielen. Also es muss nicht D2-Antagonismus sein. Es gibt ein ganz erfolgreiches Antipsychotika, ist kein D2-Antagonist. Also wir haben schon Beispiele in der Klinik, von denen wir wissen, dass sie nicht D2-Antagonisten sind und trotzdem antipsychotisch wirken.
Und das Problem bei dieser Entwicklung von antipsychotischen Medikamenten ist halt, dass man dieses kein Assay hat, also kein Screening-Assay, mit dem man viele Compounds testen kann auf ihre antipsychotische Potenz sozusagen. Und die Hoffnung, die wir jetzt haben, und das ist eine Idee, die wir verfolgen, ist, wenn das konsistent so ist, also wenn es eine hohe Korrelation gibt zwischen der Dekorrelation von Schicht 5, die wir messen, und als Konsequenz von diesen Drugs, kann man das als Screen brauchen. Also es ist kein High-Throughput-Screen im Sinne, dass man hunderte von Compounds pro Tag testen kann, aber zumindest können wir so 10 bis 100 Compounds pro Woche könnten wir bei uns im Labor so testen auf ihre Mhm. Kompetenz für Antipsychotic Efficacy. Und das ist, glaube ich, die Hauptanwendung momentan, ist, dass man ein Assay hat, das es bisher gar nicht gab. Also es ist nicht ganz fair, die Zusammenfassung, dass es bisher gar nichts gab, aber die meisten Assays sind relativ grob sozusagen. Also man sieht gewisse EEG-Veränderungen mit Antipsychotics in der Ratte, die man brauchen kann, um zu screenen, Paired Pulse Changes, Veränderungen als Funktion von Antipsychotika. Die andere Seite ist ja auch, dass die Dopaminhypothese uns ja nicht wirklich weitergebracht hat. Wir stehen ja da seit 60 Jahren. Genau, ja, Und also dass die Dopaminhypothese sicher nicht alles erklärt, ist ziemlich klar. Die Frage ist nur, wie sozusagen, wenn man das ein bisschen frech formuliert, wie falsch sie tatsächlich ist. Also ich bin überzeugt, dass D2 ganz relevant ist, oder das dopaminerge System. Es muss nicht mal D2 sein. Es gibt jetzt auch andere Evidenz, dass D1 vielleicht sogar wichtiger ist als D2. Aber das Dopamin involviert ist ziemlich sicher, aber es ist ziemlich sicher auch nicht die einzige Art und Weise, wie man Medikamente entwickeln kann. Und ich glaube, da ist die Hauptanwendung. Jetzt wird sein, das einfach als Screen zu brauchen, also diese Dekorrelation von Schicht 5. Und dann aber genau wie du sagst, der zweite Schritt, an dem wir auch schon arbeiten, ist zu sehen, können wir denn anstatt mit einem Medikament, das im ganzen Körper aktiv ist, die meisten dieser Rezeptoren sind nicht nur im Gehirn oder nicht nur im Cortex aktiv oder exprimiert. Das heißt, wenn man ein Medikament einen D2-Antagonist gibt, der beeinflusst den ganzen Körper ja, und das ganze Gehirn. Und oft in Regionen, in denen man es halt nicht haben will. Und das führt zu vielen diesen Nebenwirkungen dieser antipsychotischen Medikamente. Und die Idee ist genau, wenn wir mal verstehen, was die therapierelevante Veränderung ist, angenommen, es ist diese Schicht 5 Korrelation, die wir jetzt beschrieben haben, dann kann man sich überlegen, gibt es andere Methoden, das direkt zu machen, die ja nicht auf Medikamenten basieren, ähm, die so funktionieren. Also wir wissen zum Beispiel, wir haben ein bisschen Hoffnung, man weiß, dass Therapien wie ach mein, wie heißt das auf Deutsch? ECT, ETHF, also Elektrokrampftherapie. vielen Dank, Elektrokrampftherapie, wirken bei therapieresistenten Schizophrenie-Patienten. Man weiß nicht wieso, weshalb. Und eine interessante Idee, die ich sehr interessant finde, momentan, die wir gerade verfolgen, ist, man weiß, dass elektrische Stimulation hauptsächlich kleine Strukturen, also hauptsächlich Axone und Dendriten aktiviert und nicht Zellkörper. Und Elektrokrampftherapie werden Elektroden appliziert, meistens auf die Temples, auf die Schläfen, ähm, und wird da stimuliert. Also im anästhesierten Patienten wird eine Seizure, ein epileptischer Anfall induziert. Aber man ist sich nicht ganz klar im Klaren, welche Zellen denn aktiviert Darf ich werden. kurz? Darf ich kurz? Also es Hm? ist nur jetzt mal hier für den Zuschauer. Es ist nicht mehr einer Flug übers Kuckucksnest, sondern es ist anästhesiert und es funktioniert tatsächlich und es funktioniert erstaunlich gut. Also dieser schlechte Ruf ist völlig zu Unrecht. So, Genau, jetzt wieder du. nein, Entschuldigung, ich musste das Entschuldigung, mal kurz sagen, weil überhaupt kein Problem. Nee, genau, die Therapie hat leider immer noch einen schlechten Ruf, aber ist genau bei Patienten, wo Medikamente nicht mehr wirken, also nicht nur bei Schizophrenie, auch bei Depressionen, erstaunlich effektiv, ohne dass wir verstehen, weshalb. Und wird, genau wie du sagst, auch nicht mehr so gemacht, wie porträtiert im Film leider. Also das war damals schon akkurater bis heute.
Die Therapie sieht ganz anders aus. Und hat als einzige Nebenwirkung oft auch nur Kurzzeitgedächtnisverlust heutzutage. Sondern man hat ein kurzzeitig gestörtes Gedächtnis, das auftreten kann nach der Therapie, aber sonst eigentlich keine Nebenwirkungen mehr. Genau, man versteht nicht, wie die funktioniert, wie diese Therapie funktioniert. Und die Hypothese, die wir jetzt gerade testen, ist, dass durch das, dass die Elektronen halt relativ nah an der kortikalen Oberfläche sind und dass die elektrische Stimulation hauptsächlich Axonenteriten aktivieren. Und wir wissen, dass dieser Plexus in Schicht 1 hauptsächlich Schicht 5 Zellen sind. Also diese Schicht 5 Zellen, durch das, dass die halt relativ weit projizieren im Kortex, die senden sowohl ihre Dendriten wie als auch ihre Axone in Schicht 1 vom Kortex. Also in Schicht 1 ist ein Großteil der Axone kommt genau von diesen Schicht 5 Zellen. Und es kann jetzt sein, dass wir zufällig einen Weg gefunden haben, hauptsächlich diese Schicht 5 Zellen zu aktivieren und irgendeine Plastizität zu induzieren in diesen Schicht 5 Zellen. Und etwas, was wir gerade uns anschauen, ist, ob denn diese EKT, diese Elektrokrampftherapie auch einen spezifischen Effekt hat auf Schicht 15. Und das ist durchaus möglich und deshalb auch die Hoffnung, dass wir vielleicht andere Methoden finden, entweder die Gentherapie oder engineered, also spezifische Medikamente, die halt selektiv diese Schicht 15 aktivieren oder modifizieren. Genau, das ist die Langzeithoffnung, aber das wird noch Jahre dauern. Naja, vor 12 Jahren war es auch Predictive Coding und du hast schon von Psychiatrie gesprochen und hast dich aber gefragt, wie das mit dem Error funktioniert. Jetzt haben wir den Error so halbwegs, hast den geklärt, bist immer noch bei der Psychiatrie. Es war auch im Dezember, das heißt, Moment, 23 in 35, Georg, im Dezember. Unterhalten wir beide uns wieder. Ich glaube, bis dahin bist du einen bedeutenden Schritt weiter. Hoffe ich sehr. Großartig. Ja, herzlichen Dank, das war super spannend. Ich drücke dir die Daumen. Danke dir. Vielen Dank.